Haupt-DLC 11 für Anno 1800 bringt unter anderem ein nagelneues Szenario rund um die Luftschiffe mit ins Spiel, welches euch vor neue Herausforderungen stellen möchte und vor allem für Abwechslung sorgen soll. In den heutigen Anno-News dreht sich daher alles um den Kampf der Kuriere. Im neuen Szenario Kampf der Kuriere tretet ihr als Miss Paloma Valente beim ersten großen Postpokal in der Welt von Anno 1800 an. In diesem Wettbewerb der Tageskuriere geht es grob darum, Post via Luftschiff auf andere Inseln zu liefern und dabei eure Kontrahenten auszustechen. Doch wer ist diese Paloma Valente eigentlich? Paloma ist eine Pilotin, Erfinderin und Träumerin. Sie experimentierte früh mit den neuen Rohstoffen Aluminium und Helium und entwickelte so eines der ersten sogenannten Starluftschiffe. Sie träumt von einer eng verbundenen Welt, in der die wilde See nicht mehr der Kommunikation im Wege steht, wo Reisen schnell, glamourös und belebend sind und wo die eigenen Chancen nicht vom Geburtsort abhängen. Und so ist sie dann natürlich auch sofort Feuer und Flamme, also was ihr jetzt nicht mit explodierenden Luftschiffen gleichsetzen solltet, als sie die Einladung zum ersten großen Postpokal erhält. Im Szenario startet ihr dieses Mal mit einer bereits ganz ordentlichen Stadtsiedlung, einschließlich eines Hangars und einer Landeplattform. Obwohl ihr diese Siedlung im Laufe des Szenarios sicherlich ausbauen und auch auf neue Inseln expandieren müsst, um euer wachsendes Postimperium zu unterstützen, könnt ihr euch auf diese Weise fast sofort in die Aufgaben des Szenarios stürzen. Ihr beginnt auch mit einem Luftschiff, die Landroval, das Flaggschiff von Paloma. Auf diese Weise könnt ihr die Karte schnell erkunden, Händler finden, Inseln besiedeln und was es sonst noch so zu tun gibt. Im Mittelpunkt steht aber natürlich die Verteilung von Post, die euch so an die neue Gameplay-Mechanik für euer Endlosspiel einführt. Wenn ihr nun eure Postzustellaufgaben nach und nach abarbeitet, erhaltet ihr anders als im Hauptspiel zusätzlich Briefmarken. Für diese Briefmarken gibt es zwei Arten von Post. Diese Marken können an Händler verkauft werden oder für kommende Herausforderungen eingesetzt werden, also solltet ihr sie vielleicht nicht gleich verkaufen. Denn Ziel des Szenarios ist es natürlich, schlussendlich den Postpokal zu gewinnen. Also, ähnlich wie in einem Turnier werdet ihr mehrere Gruppen durchlaufen, in denen ihr gegen andere Spieler antretet, um zu gewinnen. Wenn ihr 2 von 3 Wettbewerben in jeder Gruppe gewinnt, steigt ihr in die nächste Gruppe auf, die dann natürlich dementsprechend anspruchsvoller ist und so weiter. Wiederum jede neue Herausforderung ist mit eigenen Aufgaben verbunden, die ihr innerhalb eines Zeitlimits erfüllen müsst. Diese Aufgaben beinhalten den Verkauf von den schon erwähnten Briefmarken oder verschiedenen anderen Zielen wie das Erfüllen von Bedürfnissen bis zu einem bestimmten Prozentsatz, das Auffinden von Menschen, das Erhöhen eurer Bevölkerung oder das Verringern des Glücks der Einwohner. Damit die Sache spannend bleibt und nicht so einfach wird, ist jede Aufgabe mit individuellen Nachteilen verbunden. Ja, denn eure Kontrahenten spielen nicht immer fair. Der sogenannte New World Express wird zum Beispiel einfach alle Arbeitskraftanforderungen in euren Betrieben umdrehen, während ein anderer Konkurrent die Boni reduziert, die ihr erhaltet, wenn ihr euer Volk mit Post versorgt. Wie bisher auch, spielt dieses Szenario auf einer eigenen dafür gebauten Karte mit eigenen Regeln und Herausforderungen. Zum Beispiel hat nur eure Startinsel einen Küstenstreifen. Alle anderen Inseln sind Plateaus mit steilen Klippen und daher nur via Luftschiff erreichbar, was wiederum eine zusätzliche logistische Herausforderung darstellt. Um neue Inseln zu besiedeln, benötigt ihr zusätzlich eine offizielle Inselbesitzurkunde. Diese erhaltet ihr, wenn ihr im Wettbewerb voranschreitet, sodass ihr euer Postimperium im Verlauf des Szenarios über die gesamte Region ausdehnen werdet. Außerdem soll es auf der Karte eine Menge zu entdecken geben. Ihr werdet einige bekannte Gesichter treffen, mit denen ihr Handel und Geschäfte machen könnt und den ein oder anderen Schatz finden können. Um es euch aber hierbei nicht so einfach zu machen, gibt es auf der Karte Piraten, die euch nicht ganz so freundlich gesinnt sind. Ähnlich wie bei den vorherigen Szenarien gibt es ein gewisses Element der Beständigkeit, wenn ihr das Szenario neu startet. Wenn ihr einige der Plateaus besiedelt hattet, bleibt die Luftschiffplattform dort bestehen, wenn ihr euch entscheidet, neu zu starten, um zum Beispiel eine höhere Medaille zu erreichen. Wenn ihr das Szenario dann irgendwann gewonnen habt, werdet ihr und euer Luftschiff nicht nur weltberühmt, sondern ihr erhaltet auch neue Skins für das Pegasus-Luftschiff. Tja, und falls euch das nicht genug motiviert, das Szenario zu spielen, erhaltet ihr zusätzlich sogenannte goldene Tickets,
die ihr auch rückwirkend für den Abschluss der alten Szenarien erhaltet. Denn mit diesen Tickets könnt ihr in der neuen Grand Gallery Ornamente, Charakterporträts, Skins und Items einkaufen, welche mit dem neuen Game Update 15 kostenlos eingefügt werden. Ja, apropos Game Update 15, diese schauen wir uns genauso wie die goldenen Tickets in der nächsten Folge Anno News im Detail an. Mögt ihr eigentlich solchen Zusatzcontent abseits des Endlosspiels oder lasst ihr solche Dinge eher aus? Ich freue mich wie immer auf eure Kommentare. Der DLC Reich der Lüfte inklusive Szenario und Game Update 15 erscheint am 20.09.2022, also bereits nächste Woche.